Tokyo Sightseeing, here we go! Vor einer Woche ist endlich mein Rennrad mit der Luftfracht angekommen. Zeit für eine erste Fahrradrunde, um zu sehen, wie das hier so läuft. Die Tour habe ich mit Komoot geplant. Das macht aber nicht so einen großen Unterschied zu Google oder Apple Maps, weil es hier abseits der Flüsse praktisch keine Radwege gibt. In Deutschland ist es eine Weile her, dass mich Komoot in eine Treppe geschickt hat. Hier kann das schon mal passieren. Danke, Komoot. Auch bei dem Tunnel habe ich erstmal gestreikt. Aber da durfte und musste ich letztendlich durch. Gruselig. Was mir hier gut gefällt, ist die sehr zurückhaltende Art der Japaner, auch im Straßenverkehr. An die aggressiven Fahrmanöver mancher Verkehrsteilnehmer hat man sich in Stuttgart ja leider fast schon gewöhnt. Hier habe ich das quasi gar nicht wahrgenommen. Dankenswerterweise blinken die Japaner auch sehr zuverlässig und früh. Das Parken am Straßenrand ist in Japan grundsätzlich nicht erlaubt. Nicht einmal für Fahrräder. Und zumindest in den Wohngebieten hält sich da auch jeder dran. Dadurch kann man die Kreuzungen gut einsehen und muss nirgendwo befürchten, dass ein Fußgänger hinter einem Auto hervorspringt. Einbahnstraßen sind in der Mehrzahl für Radfahrer freigegeben. Und so kommt man gerade auf den Nebenstraßen zügig voran, wären da nicht die Ampeln. Die hängen hier auch an vielen Kreuzungen, an denen wirklich nichts los ist. Von Baustellenampeln hingegen scheinen sie hier nichts zu halten. Immer wenn irgendwo gebaut wird, und die Japaner bauen gerne und oft, stehen da mindestens 2 ältere Menschen mit Warnweste, Helm und Laserschwert und regeln den Verkehr. Kleine Verneigung inklusive. In vielen Hauptstraßen gibt es zwar Bemühungen, den Radverkehr zu fördern, leider sind es aber nur bunte Farbstreifen, die von vielen Autos und Lkw als Haltezone okkupiert werden. Das zerstört den Flow und macht gefährliche Überholmanöver notwendig. Und spätestens, wenn man im Autostau landet, fängt man wie die Japaner das Cherrypicking an und wechselt zwischen Gehweg und Straße, wie es einem gerade am meisten nützt. Genauso wie die Radfahrer hier kulturell bedingt nicht über die parkenden Autos auf Radwegen schimpfen, halten sich die Autofahrer übrigens bedeckt, wenn man sich an den Ampeln nach vorne schiebt. Immerhin. Wenn es aber mal läuft, dann rollt es herrlich. Tokio hat nicht nur ein, sondern viele Downtowns. Dadurch wechselt die Umgebung immer wieder zwischen Hochhausschluchten, gemütlichen Wohngebieten, Parks, Tempeln bzw. Schreinen und ja, den Kaiser und seinen Palast gibt es ja auch noch. Rollen muss es auch bei dem Wetter. Im Stand sind die Temperaturen in Tokio gerade nicht besonders angenehm. Gut, dass es da alle 100 Meter einen Getränkeautomaten gibt. Und an manchen Häusern sogar ein halbes Dutzend. Außerdem habe ich beim einzigen Komoot-Rennrad-Highlight von Tokio vorbeigeschaut, dem Rapha-Café. Die Radler da haben sehr von ihren Touren ins Umland geschwärmt. Zum Radfahren in Tokio ist das erste Fazit: tagsüber schneller als das Auto, nur geringfügig sicherer als in Deutschland, aber selten der reine Genuss. Habt ihr den pinken Jogger bemerkt? Ich auch. Und zwar wieder. Letzte Woche war ich mit einem Leihrad in der gleichen Gegend unterwegs und what are the odds? So groß kann die Stadt ja dann doch nicht sein.